Romy van Mader, Champagner und Zahnpasta. Auf der Suche nach The One and Only. Stefanie Koch, 44 Jahre, lange rote Haare, weiblich, sinnlich und Single. Könnte was sein 1. Bernd Bader, 54 Jahre, Ingenieur, Single. Könnte was sein 2. Dr. Jochen Kaufmann, 49 Jahre, Zahnarzt, Modelltyp, Ästhet, Single. Darf nicht sein Pablo, 39 Jahre, feuriger Italiener, Kellner im Bilavot und verheiratet. Am Ende ist dann was. Sollte es einen Kurs im Nicht mehr Wundern geben, dann geben Sie mir bitte Bescheid. Ich, geborene Stefanie Koch, kurz Steffi, habe so viele Erfahrungen mit Begegnungen der dritten Art, dass ich fast glauben muss, dass es auf der Erde irgendwo ein Versteck unter der Erde für diese besondere Spezies geben muss. In irgendwelchen unterirdischen Höhlen haben jene Männer den Anschluss an die Evolution verpasst. Haben sie dann irgendwann den Ausgang gefunden und sind ins Licht gekrabbelt oder wurden womöglich von ihren Kumpanen wegen Platzmangels ausgestoßen, dann müssen sie erst einmal lernen, sich hier auf der Erde zurechtzufinden. Aber wofür gibt es Frauen wie mich, die sich solch hilfloser Geschöpfe annehmen und ihnen mit Geduld und Spucke die verschiedensten Alltagslektionen beibringen? Zu diesen Lektionen gehören zum Beispiel der richtige Umgang mit Messer, Gabel, Licht, Putzmitteln und vielem anderen mehr. Eine solche Spezies, oder wie man in Bayern sagen würde, solche Spätzlen, dürfte ich über eine Kontaktanzeige kennenlernen. 2 an der Zahl, wobei es genau genommen 3 waren. Nach einer längeren Pause von dem anderen Geschlecht und meiner wiederbelebten Hoffnung, es gäbe ihn da draußen doch noch irgendwo, den Mann, der mit mir alt werden möchte, gab ich ganz oldschool ein Inserat in einer Zeitung auf. Es gibt ja immer noch Menschen, die Zeitung lesen, wobei alle Printauflagen sämtlicher Zeitungen und Zeitschriften in den Keller purzeln. Ungefähr 3 Wochen später erhielt ich so viel Post, dass mir fast schwindelig wurde. Das war übrigens auch der Grund, warum ich mich für diese Variante entschieden hatte. Ich liebte es, Sendungen aller Art, ausgenommen Rechnungen, Werbung und Bekanntmachungen, vom Postboten gebracht zu bekommen. Und so öffnete ich mit großer Vorfreude einen Brief nach dem anderen und sortierte sie nach Idioten, Perversen, nicht lesbar. Kleiner Tipp an dieser Stelle: Nennt man schon eine Sauklaue sein eigen, dann nutze man doch bitte ein Schreibprogramm und könnte was sein aus. Auf dem Stapel könnte was sein stapelten sich genau 2 Briefe. Mein erster auserwählter Kandidat, Bernd, hatte in seinem 13-seitigen Brief eine ausführliche Beschreibung seiner Person abgegeben. Darin enthalten waren seine körperlichen und inneren Attribute, seine Ziele bezogen auf seinen weiteren Lebensweg und Wünsche seine Traumfrau betreffend. Als Bonus gab er noch Einblicke in seine gescheiterte Ehe, seine missglückten Beziehungsversuche und die daraus resultierenden Grundvoraussetzungen für eine funktionierende Partnerschaft. Beruflich war er als Ingenieur sehr erfolgreich und hatte eine eigene Firma. Da ich seinen Kurzroman an mich komplett gelesen hatte und dabei nicht eingeschlafen war, staunte ich a. nicht schlecht darüber, dass er seinen Kontoauszug nicht noch gleich mitschickte und b. dass es gleich solche Männer wie ihn überhaupt noch gab. In seinem Brief an mich entblößte er sich regelrecht, was sein Emotionsleben anging, ohne dabei irgendwie Mitleid zu erregen. Ganz im Gegenteil. Er schien genau zu wissen, was er wollte. Gegenseitiges Vertrauen stand bei ihm ganz oben. Mein Ex und mein Vorex und überhaupt meine letzten Ex-Bekanntschaften konnten das Wort Ehrlichkeit nicht einmal schreiben, geschweige denn aussprechen. Und ohne Ehrlichkeit auch keine vertrauensvolle Beziehung. Tja, dieser Mann hier war irgendwie anders. Wie anders, das sollte ich noch früh genug zu spüren bekommen. Ich griff zu meinem Handy, da er mir praktischerweise seine kompletten Eckdaten verraten hatte, und beauftragte eine Suchmaschine damit, mir einige Fotos des Herrn Bernd Bader, seines Zeichens Ingenieur, zu liefern.
Jede Menge Bildmaterial wurde mir präsentiert. Bernd auf Einweihungen, Preisverleihungen, Bernd mit männlicher Begleitung, Bernd mit weiblicher Begleitung und überall sah der Bernd ganz sympathisch aus. Das Gewicht schwankte zwar auf dem ein oder anderen Foto deutlich hin und her. Mal spannte das Sakko, mal weniger, aber das machte mir nichts. Mein Mann durfte ruhig etwas Bauch haben. Und so schrieb ich Bernd eine SMS, welche auch sofort beantwortet wurde. War das Zufall oder saß er den ganzen Tag mit Handy in der Hand da? Egal. Wir schrieben uns eine Weile recht spannungsarm hin und her und verabredeten uns für ein Telefonat am nächsten Tag. Ganze 2 Stunden quasselten wir. Vornehmlich er. Die Zeit verging wie im Fluge. Ein gutes Zeichen, wie ich fand. Danach köpfte ich sogleich eine angestaubte Flasche Champagner, die schon viel zu lange im Weinregal neben dem Kühlschrank ruhte. War schon ganz verstaubt, die Gute. Unser Date war für Samstag geplant. Perfekt. Ich war euphorisch und wie von Sinnen und mit einem prickelnden Kristallkelch in der Hand befragte ich meinen Kleiderschrank. Dieser war völlig überfordert und konnte es mir so gar nicht recht machen. Ein Kleid nach dem anderen bot er mir an, aber für diesen besonderen Anlass gab er einfach nichts Passendes her. Und so düste ich am nächsten Tag, es war Freitag, nach der Arbeit noch schnell in meine Lieblingsboutique. Wie immer hatte ich Glück und Manuela zeigte mir die soeben eingetroffene Neuware und ich kaufte mir gleich 2 schöne Kleider der neuesten Kollektion von Sportalm. Zu Hause angekommen, probierte ich diese gleich noch einmal und leerte dabei die angefangene Flasche vom Vortag. Welches Kleid ich wohl anziehen sollte? Bunt und frech? Oder schwarz und sexy? Samstagvormittag. Ich lag in einem blubbernden Meer und genoss den karibischen Duft des Schaumbads. Quer vor mir hatte ich auf meiner hölzernen Badewannenablage, was für ein Wort, für entsprechende Stimmung gesorgt. Kerzen, Erdbeeren und ein Glas Sekt. Das fand ich für meine Date-Vorbereitung ganz nett. Mein Handy vibrierte und mit pitschnassen Händchen zog ich es unter dem Buch, welches ich nur als Deko aufs Brett gelegt hatte, hervor und blickte auf das Display. Bernd fragte an, ob wir uns statt 19 Uhr auch schon 18 Uhr treffen könnten. Eigentlich hätte ich ihn ja zappeln lassen müssen. Mindestens 1 Stunde hätte ich ihn warten lassen müssen. Aber das war mir zu viel hätte und außerdem wäre mir in dieser Zeit eine Fischflosse gewachsen. Und als Mermaid hätte ich schlecht zu ihm gehen können. Also schickte ich ihm 15, eigentlich waren es nur 2, Minuten später ein Ja. Nach all dem ungewünschte Haare entfernen, Kopfhaare in Form drehen, Nägel rot lackieren, von Kopf bis Fuß eincremen, ich schmink mich noch schöner Prozedere, war ich endlich fertig und entschied mich aus dem Bauch heraus für das kleine Schwarze. Ein tailliertes Jerseykleid mit dezenten Ledereinsätzen und einem in der vorderen Mitte eingesetzten 2-Wege-Reißverschluss. Super sexy. Ein paar glitzernde Ohrhänger und einen dezenten Armreif angelegt, Duftwässerchen aufgelegt, mein Lieblings-Longmantel im angedeuteten Leo-Look übergeworfen und fertig. So stand ich dann pünktlich 18 Uhr, wie verabredet, vor dem kleinen charmanten Restaurant und wartete. Die Minuten plätscherten dahin. Ich zog das Handy aus meiner kleinen schwarzen Handtasche und las nochmals seine Nachricht. Nicht, dass ich bedingt durch heißdampfenden Badeschaum und Erdbeersekt irgendwas verwechselt hatte. Nö, da stand genau: Wunderbar, dann 18 Uhr vor Bela Wo. Bernd. Ja, und da stand ich. Mittlerweile geschlagene 15 Minuten, mir die Beine in den Hals, oder wie das heißt, Punkt 18:20 wurde es mir zu blöd. Mir war auch kalt und ich ging hinein. Schließlich war ich viel zu aufgebrezelt und zu wohlduftend, um einfach wieder nach Hause zu fahren. Mal schauen, vielleicht ergab sich ja noch etwas bei Bela Wo. Mit einem Lächeln im Gesicht betrat ich das geschmackvoll eingerichtete Lokal und sogleich kam mir ein Kellner entgegen, stellte sich mit Pablo vor, bat um meinen Longmantel und machte mir, einzig nur mit seinen braunen Augen, ein Kompliment, welches mir rote Wangen zauberte. Vielleicht, so dachte ich mir,
Vernasche ich ja heute zum Dessert den Kellner. Pablo bat mich höflich darum, ihm zu folgen, was ich auch artig tat und mir seinen knackigen Hintern anschaute. Gerade als er mich an einen Zweiertisch platzieren wollte, da durchdrang die Stille einer Männerstimme. »Stephanie?« Ich schaute mich in dem von anmutigen Kerzenglanz illuminierten Raum um. Pablo gab mir einen Wink und dann sah ich ihn. Bernd. Bernd fuchtelte mit seiner linken Hand wild durch die Luft, als wollte er Aasfliegen verscheuchen oder Pablo heranwinken oder mich. Mit den Fingern seiner rechten Hand umklammerte er den leeren Weinkelch. Als Pablo und ich endlich zu ihm blickten und nicht so recht wussten, was er mit seiner Gestik bezweckte, und wir daher stehen blieben, nahm er die Hand endlich runter und stopfte sich die Garnelen in Cocktailsoße weiter rein. Seine rechte Hand mit dem leeren Glas schnellte dafür in die Luft. Pablo räusperte sich und schaute mich aus mitleidsvollen Augen an. An dieser Stelle hätte ich eigentlich die Flucht ergreifen müssen. Eigentlich. Stattdessen schlenderte ich, mit Pablo an meiner Seite, zum mampfenden Bernd hinüber. Der blieb natürlich schön sitzen und zeigte, immerhin, mit dem Löffel in seiner Pranke auf den Stuhl gegenüber von ihm. Wie höflich. Sein Handy vibrierte in einer Tour und ich saß da wie erstarrt. Fassungslos darüber, wie man sich so verhalten kann. Kaum war der Mund leer, legte er auch schon wieder nach. Fast hätte ich gesagt, dass er sich doch besser gleich eine Suppenkelle statt eines Löffels ordern sollte, schluckte diese Bemerkung aber hinunter. Ich war, scheiße noch eins, einfach zu nett erzogen, und so beobachtete ich dieses Fressschwein vor mir und fragte mich insgeheim, ob ich wie seine Fressfeindin aussah. Derweil trug ich doch gar keine Übergröße. Er aber auch nicht. Heißt also nichts. War das der Futterneid? Hatte er irgendwo den Krieg miterlebt? Fragen über Fragen, die ich fürs Erste gedachte, hinunterzuspülen. Kaum zu Ende sinniert, stand auch schon Pablo an meiner rechten Seite. Ich orderte sogleich aus der Karte eine Flasche Champagner und musste mir anhören, wie er mich von diesem Vorhaben abzubringen versuchte. Leider, beziehungsweise Gott sei Dank, verstand ich kein einziges Wort. Pablo kam und stellte den silbernen Kühler auf einem Bein neben den Tisch und zog die Flasche aus dem Eis. Bernd versuchte indes immer noch etwas zu sagen. Bei diesem Versuch landeten rosafarbene Spritzer vor mir auf dem weißen Tischtuch. Ich hätte kotzen wollen und sollen, aber plopp, nun war der Korken aus der Flasche und ich beschloss, noch etwas zu bleiben. Vielleicht lernte ich ja auch heute etwas von Bernd. So wie Bernd etwas von mir. Zum Beispiel die Tischregel Nummer 1. Mit vollem Munde spricht man nicht. Als Bernd dann unter mehreren schnellen Schluckversuchen so langsam wieder der deutschen Sprache mächtig war, kam weder ein Kompliment noch eine Begrüßung. Stattdessen eine Erklärung darüber, warum er am liebsten Wein oder Sekt trinkt und keinen Champagner. Wie edel doch andere perlende Trauben seien und bla bla bla. Tja, zu spät. Wer sich nicht richtig benehmen kann, der muss eben fühlen. Außerdem kann ich mir meinen Champagner auch selber bezahlen. Meine Güte, sein ganzes Menü samt Wein kostet locker mehr als meine Flasche Ruinart Rosé. Soll sich nicht so haben. Na, schauen wir mal, wie gentlemanlike er ist. Außerdem trifft es ja keinen Armen. Schließlich hat er in seinem Brief immer wieder betont, ich bin big im Big Business. Als er die Getränkekarte erneut aufschlug und einen Blick in die Rubrik Sekt und Champagner riskierte, wurde er kreidebleich. Das war für mich an diesem Abend das schönste Gefühl. Na, das zweitschönste. Für das erstschönste hatte Pablo heute gesorgt. Ach, dieser Pablo ging mir gar nicht mehr aus dem Kopf. Zurück zum schmierigen Theater am Tisch. Ich erhob das Glas und prostete Bernd zu und stellte mir die Frage, was ich falsch gemacht hatte, denn dieses Exemplar war auch schon wieder so ein Schuss in den Ofen. Sein verheißungsvoller Brief, unser Telefonat, alles klang so vielversprechend und dann so ein Spätzchen der ganz anderen Art. Nun, irgendetwas sollte dieser Abend mir aber noch bringen.
Erfahrung auf alle Fälle. Mit jedem Schluck wurde ich ruhiger und ich hörte Bernd zwischen den Gängen nur noch zu. Es folgten der Hauptgang, irgendein Fisch auf irgendeiner Soße, der Nachtisch, irgendein Plum-Dudelbrei, mir war das einerlei, ich blieb bei meinem Champagner. Bernd schien sichtlich aufzuatmen, dass ich keinen Hunger hatte, und so schien es mir zumindest, fraß er langsamer. Am Ende des Berndschen Dinners machte ich mich schon auf ein Rülpskonzert bereit, aber so viel Kinderstube hatte er dann doch noch. Dafür rammte er sich die Finger in den Rachen, um irgendwelche Speisereste zwischen den Zähnen hervorzuziehen, und machte dann immer solche Zischellaute. Wie meine Oma Erna, nur schlimmer. Ekelhaft. Der konnte seinen Mund so weit aufreißen, als könnte er seinen Unterkiefer ausrenken. Das kannte ich bis dato nur von Würgeschlangen. Und überhaupt erinnerte er mich zusehends ans Tierreich. Jetzt fing er nervös an, sich zu kratzen und zu scharren. Erst hinter den Ohren, dann auf dem Rücken. Der machte mich ganz nervös. Wollte ihm aus Spaß schon meine Gabel reichen, brauchte ich ja sowieso nicht, aber ich war zu spät. Er hatte seine bereits in der Hand. Lieber sollte er sich mit dieser blutig kratzen, als noch auf den Gedanken zu kommen, mich zu fragen, ob er Flöhe hatte? Vielleicht fraß er deswegen so schnell und so viel? Kennt man ja von Bandwürmern, die als Parasit im Menschen wohnen und großen Hunger haben. Bei Läusen verhält sich das womöglich ähnlich. Ui, jetzt war der Nacken dran. Eine Art Grunzen vernahm ich. Überhaupt erinnerte er mich immer mehr ans Tierreich, an eine Schwafpi, eine Schweineaffen-Python. Als er mich fragte, ob er einen Schluck aus meiner fast leeren Champagnerflasche probieren dürfte, verneinte ich und setzte ein angewidertes Lächeln auf. Er dachte, ich machte einen Witz und streckte den Arm schon gierig danach aus. Mein Blick verfinsterte sich dermaßen und dermaßen schnell, dass er regelrecht zusammenzuckte und die Flasche wieder in den Kühleimer fallen ließ. Ich blitzte ihn an. Also, als Genussmensch sollten Sie doch am besten wissen, dass sich Champagner und Rotwein so gar nicht vertragen. Er nickte, schaute irritiert und gab Pablo mittels Fingerschnipp zu verstehen, dass er immer noch nicht genug Weinintus hatte. Junge, der war aber im Training. Und als meine Flasche alle war und sich in meinem Kopf so 1-2 Sternlein langsam drehten und ich schon aufstehen wollte, da ging es los. Wie aus heiterem Himmel. Der Wein in ihm schien den Don't Stop Me Now Quasselschalter gefunden und aktiviert zu haben. Er erzählte mir, wie gut er doch allein zurechtkam, und eine Frau an seiner Seite bräuchte er schon, aber nicht so auf Dauer. Die würden doch nur auf seine Kosten leben und dafür nichts tun wollen, außer einmal im Monat die Beine breit machen. Pablo kam und mimte den Mundschenk. Noch dieses Glas und ich habe es geschafft. Dann schwafelte Bernd von seinen sexuellen Gelüsten. So kurz vor dem Einschlafen hört man die Stimmen nur noch von weit weg. Bloß gut. Er konnte die ganze Nacht, die ganze Woche ohne Hilfsmittel oder Müdigkeitserscheinungen. Ein Zuchthengst, wie er im Buche steht. Seine letzte Freundin konnte da nicht mehr mithalten und verließ ihn, als er im Bad unter der Dusche stand. Einmal hatte er sogar 2 Frauen eingeladen. Angeblich beste Freundinnen. Ich vermute eher bezahlte Profis. Wie auch immer, die Peitschen wirbelten nur so durch die Luft und er mittendrin. Nach seinem Äußeren zu urteilen, war in der Hose noch viel Platz und wahrscheinlich auch nicht viel los. Sein Gelaber wiederholte sich und ich überlegte, wie ich nun endlich und so schnell wie möglich nach Hause kam. Im Restaurant blieben heute seltsamerweise die Gäste aus. Als hätten diese geahnt, wer heute zu Gast sein würde. Oder hatte er das ganze Lokal für uns gemietet? Ha, viel zu knausrig. Ich schaute ihn mir an, ganz passabel schaute er schon aus, und nach einer Flasche Champagner würde ich schon fast sexy sagen. Wäre da nur nicht sein ganzes Benehmen,
seine Art, sein ganzes Gelaber. Nein, ich habe für heute genug gelernt. Ich schaute auf die Uhr. 3 Stunden saß ich bereits hier mit Spätzl und Bernd. Was ich heute als Erfahrungswert mitnahm? 4 Dinge. Erstens, wenn mich ein Mann warten lässt, egal ob draußen oder drinnen, dann nicht zögern, sondern sofort gehen. Zweitens, wenn mir ein Mann weder ein Kompliment macht, noch gedenkt, seinen Arsch vom Stuhl zu heben, dann sofort umdrehen und gehen. Drittens, kein Champagner der Welt ist es wert, dass ich kostbare Zeit verliere. Und damit verbunden, viertens, wenn ich den richtigen Zeitpunkt verpasst habe, dann nach Alternativen suchen. Okay, ich bin bereit für den Abgang. Während der Herr immer noch monologisierte, verlangte ich die Rechnung. Diese flatterte auch prompt auf unseren Tisch. Als Zugabe gab es 2 Schokoladenherzen. Bei der Schokolade zögerte Bernd nicht, griff gleich beherzt zu und schaute mich dann genüsslich kauend mit einem an. Da war er wieder, der mir sehr vertraute Fressschweinanblick, und ja, sagte ich zu ihm, du kannst auch gerne noch mein Herz haben, also das auf dem Teller. Und gierig schnappte er sich auch dieses. Bei der Rechnung allerdings war er nicht so schnell. Wir schauten uns eine Weile an, eine ganze Weile, und er kaute und kaute und kaute. Die Schokolade musste in seiner Mundhöhle bereits zu einem braunen Spucketeig zusammengelaufen sein, und wenn er nicht bald runterschluckte, suppte die Suppe gleich zwischen seinen Lippen heraus. Wieder überkam mich ein Würgegefühl, und ich war bereit zu zahlen. Und zwar alles. Hauptsache nur noch weg. Ich holte tief Luft und wollte den Kassenbeleg schon zu mir rüberziehen, da berührten sich unsere Hände. Seine Hand war sehr warm und weich. Ich blickte ihn fragend an, und er schob meine Hand sanft zur Seite mit den Worten: »Natürlich bist du eingeladen.« Oh, da war ich jetzt aber baff. Er grinste und schnipste unseren Kellner Pablo herbei, reichte ihm einen grünen Schein und sagte: »Danke, stimmt so.« Wow, krass. Das hatte ich nie und nimmer erwartet. Bernd hatte gut und gerne 200 € Trinkgeld gegeben. Nicht schlecht. Da hatte ich ihn womöglich ganz falsch eingeschätzt. Oder wollte er mich testen? Ich war neugierig auf den weiteren Verlauf und schob den Gedanken, mich nach einer Alternative umzusehen, beiseite. Wenn ich etwas liebte, dann überrascht zu werden. Und zwar positiv. Er half mir in meinen Mantel, hielt mir die Tür sogar auf. Wir verabschiedeten uns und meine Vorfreude wuchs und wuchs. Und als wir so im Freien standen und die Tür hinter uns ins Schloss flog, da war sie auch schon verflogen. Meine Vorfreude. Du kannst dich ja jetzt ordentlich revanchieren für den Champagner. Am liebsten in der Reiterstellung. Da drüben ist ein Motel. Komm. Mit seiner flachen Hand klatschte er mir eine auf den Hintern, und mit meiner flachen Hand klatschte ich ihm eine in die Fresse. Etwas, was ich fast verlernt hatte, mir aber dank Bernd wieder eingefallen war. 5. Wenn dir jemand eine klatscht, dann klatsche ihm eine zurück und geh. Und ich ging, und zwar schnurstracks zurück ins Restaurant Bela Veau. Dort empfing mich schon mit einem Strahlemannngesicht Pablo, der das Spektakel offensichtlich an einem der großen Panoramafenster beobachtet hatte. »Wollen Madame vielleicht noch ein Glas Champagner? Geht auf mich. Ich muss mich für meinen Artgenossen entschuldigen, so mit einer Frau umzugehen.« Darauf antwortete ich kokett: »Vielen Dank, Pablo, aber ich habe für heute genug Champagner getrunken und bin aus einem ganz anderen Grund zu Ihnen zurückgekehrt.« So schnell wie mich Pablo in seinen starken Männerarm hatte, so schnell konnte ich gar nicht schauen. Sein erster Kuss auf meine linke Wange brachte mich glattweg ins Taumeln.
Sein zweiter auf meine Stirn ließ mich halb ohnmächtig werden und sein dritter Kuss auf meine halb geöffneten Lippen ließ mich nur noch leise stöhnen. Oh. Alles drehte sich in meinem Kopf, dann kam mir etwas in den Sinn. Ich wusste ja gar nicht, ob er Single ist. Bist du eigentlich verheiratet? Verlobt oder sonst irgendwie? Weil sonst was? Fragte er mich. In diesem Moment war mir alles egal. Scheißegal. So sorry. Schließlich hatte ich mich nicht umsonst poliert, rasiert, gepudert und geföhnt. Sonst kann ich da leider heute so gar keine Rücksicht drauf nehmen. Lautete meine Antwort. Einige Stunden später, als der Morgen graute mir vor meinem Anblick. Ich zog mein Kleid an. Slip und BH konnte ich in der Eile nicht finden, fischte mein Leo im Lookmantel unterm Tisch hervor und fragte mich, ob wir es jetzt wirklich hier im Restaurant getrieben hatten. Hier sah es aus. Tischdecken lagen verstreut auf dem Boden, Kerzenhalter samt Kerzen ebenso. Mir wurde schwindelig. Hui. Ich schaute auf die Uhr. 4 Uhr morgens. Oh mein Gott, mein Kopf. Ich musste mich wieder hinsetzen. Wo war eigentlich dieser Pablo? Dieser gnadenlose Einreiter? Von dem hätte sich möchtegern Berndo Casanova mehrere Scheiben abschneiden und einrahmen lassen können. Mamma mia, so wild und so lange hatte ich es ja noch nie getrieben. Auf allen Vieren krabbelnd, laufen konnte ich gerade noch nicht so gut, inspizierte ich das Restaurant und fand mein Facca subito maximale in der Küche. Lustig pfeifend. Ich angelte mich am Türrahmen hoch und wisperte ein Buongiorno-Dingens in den Raum. Na? Wie wäre es mit einem feurigen Frühstück, und zwar rapidamente? Wir müssen uns sputen, meine Frau wartet sicherlich schon. Andiamo. Na bravo, dachte ich bei mir. Den Mann einer anderen Frau verführt, darauf war ich alles andere als stolz, und das wollte ich nie mehr. Aber es hatte sich dieses Mal wirklich gelohnt. Sorry. Ich musste breit grinsen. Für mich nur ein Espresso und ein Taxi, danke. Pablo kam mit hitziger Brust auf mich zu. Seine Hände hielten mein Gesicht ganz zart in seinen warmen Händen und er gab mir einen Kuss. Alles andere als zart. Heiß, saftig und innig. Von mir aus gern ein weiteres Mal und noch eins, hauchte er mir anschließend ins Ohr. Solange bis wir genug voneinander haben. Und ich erinnerte mich schlagartig daran, dass ich auf der Suche nach einem Mann, nach meinem Mann war und nicht die Rolle eines netten, ungezwungenen Zeitvertreibs sein wollte, welcher dann immer wieder in einem Chaos für Herz und Seele endete. Nein, antwortete ich ihm und trank meinen Espresso, während er mir ein Taxi rief. Er begleitete mich zur Türe, schloss diese auf und mit einem Danke und Ciao verließ ich jenes Belavo. Im Rückspiegel des Taxis besah ich mein Antlitz und musste laut loslachen. Lidstrich und Mascara waren total verlaufen. Von meinem Lippenstift war nichts mehr zu sehen. Dafür standen meine Haare nach allen Seiten ab. Kurz, ich sah aus wie Alice Cooper nach einer Elektroschocktherapie. Zu Hause angekommen, ließ ich mir ein Bad ein, und in diesem schlief ich ein, bis mich die Kälte zwang, aus den Fluten zu steigen. Noch einmal kurz heiß abgeduscht, und dann schlenderte ich eingehüllt in meinen anthrazitfarbenen, flauschigen und übergroßen Bademantel in mein Schlafzimmer und flackte mich direkt ins Bett und schlief bis zum Mittag. Als ich erwachte, kamen mir schemenhafte Bilder des gestrigen Abends und der Nacht in den Sinn. Warum gab Bernd 200 € Trinkgeld und fiel fast vom Stuhl, als ich mir eine Flasche Champagner bestellte? Das passte so gar nicht zusammen. Sein ganzes Benehmen war irgendwie frauenverachtend. Ja, das war es. Pablo war ein Mann, darum war er ihm gegenüber auch besonders großzügig. Apropos Pablo, alleine für ihn hätte sich dieses Date mit Bernd schon gelohnt. Ach, Pablo,
Wie gerne erinnerte ich mich an deine Umarmungen und Küsse, und jetzt war alles schon wieder vorbei. Das Leben ist so unglaublich schnelllebig. Ich zog die Schublade meines Nachttischschränkleins auf und angelte mir den zweiten Brief aus der Rubrik »Könnte was sein« heraus. Mal sehen, wer sich hinter Jochen versteckt hielt. Ich las seine Zeilen erneut und musste schmunzeln. Vielleicht sollte ich mich ja auch gleich wieder im Belavaux mit ihm treffen, sodass, wenn das wieder so ein Reinfall werden würde, Pablo alternativ mir zur Verfügung stand. Nein, ich wischte diese Gedanken gleich wieder weg. Pablo roch so lecker und war ein leidenschaftlicher Liebhaber. Aber vergeben. Also streichen. Widmen wir uns Jochen. Jochen schrieb etwas von Seelenverwandtschaft, war 49 Jahre und Zahnarzt. Hatte eine Tochter aus einer vorherigen Beziehung, die aber längst aus dem Hause war, genau wie seine Frau. Dies sollte wohl eine Spur von Witz enthalten. Ich fasste es jedenfalls so auf. Männer, die mich zum Lachen bringen können, die brauchen nicht mehr viel. Doch sie müssen unbedingt gut duften und Manieren haben. Ja, da ich gerade so in Fahrt und mutig war, schrieb ich Jochen eine SMS. An einem Sonntagmittag wird er wohl keine Sprechstunde haben, und so schrieb ich: »Hallo, lieber Dr. Jochen. Hier schreibt dir Stefanie. Stichwort: Are you the one?« Soeben scheint mir die Sonne frech ins Gesicht, und ich dachte mir, ich schreibe dir eine SMS. PS: Meine Zähne könnten auch mal wieder eine saftige Hochglanzpolitur vertragen. Den letzten Satz löschte ich natürlich sogleich wieder. Das waren die frechen Nachwehen der letzten Nacht. Himmel, die Büchse der Pandora war geöffnet. Nein, ich musste und wollte warten, und so verging eine Woche. Sonntag darauf, gleiche Stelle, und wieder scheint die Sonne durch das Fenster direkt auf mein Gesicht. Okay, was schreibe ich ihm also? Kein langes Bli-Bla-Blo, am besten kurz und knapp. Are you the one? Jochen ließ sich da etwas mehr Zeit als Bernd zuvor. Eine geschlagene Stunde konnte ich auf seine Antwort warten. »Hallo Stefanie, das müssten wir vielleicht mal herausfinden. Habe allerdings wenig Zeit. LG, Jochen.« »Oh, der Herr hat wenig Zeit. Unverschämt. Na, wenigstens hätte er meinen Namen aus der Anzeige noch behalten, so viel wie er um die Ohren hatte. Oder hat er jetzt etwa eine Stunde lang mein Inserat in seinem Könnte-was-sein-Stapel suchen müssen? Unverschämtheit hoch 2. Ja, Stefanie, sagte ich zu mir, die komplette Männerwelt wartet nur auf dich. Da musste ich wieder über mich selber lachen. Nur gut, ich hatte nach all den Jahren meinen Humor noch. Darum ließ ich ihn jetzt auch warten. Und zwar ganze 2 Stunden lang. Und da mir auf seine SMS so gar kein lustiger Satz einfallen wollte, schrieb ich einfach: »Verstehe. Nun bräuchte ich zeitnah einen Zahnarzttermin. Da könntest du mir zwischen Polieren und Absaugen auch mal gründlich auf den Zahnstein fühlen und ich indes checken, ob ich dich noch näher an mich heranlassen will. Eine klassische Win-Win-Situation.« Keine 1 Minute später erhielt ich folgende Nachricht: »Deal. Zwinker-Smiley. Wann?« Ich ließ mir etwas Zeit und schrieb zurück: »Heute ist die Praxis ja bestimmt geschlossen?« Wieder keine Minute später: »Sagt wer? Bei Notfällen öffne ich meine Praxistüren selbstverständlich auch an einem Sonntag. Zwinker-Smiley.« Oh, da scheint es jemand wissen zu wollen, und irgendwie war ich mehr als neugierig darauf, wer sich hinter Zahnarzt Dr. Jochen verbarg. Seinen Nachnamen hatte er nicht preisgegeben, genau wie ich noch nicht. Irgendetwas kribbelte in mir. Neugierde. Und so schrieb ich: »Das ist ja mal ein 24-Stunden-Service. Gilt das auch für Kassenpatientinnen?« »Oh, da sollten wir uns besser vorher telefonisch in Verbindung setzen, um noch einige Kostenfragen abzuklären.« Das nenne ich doch mal Humor. Also hoffentlich war es auch nicht ernst gemeint. Ließ sich ja ganz schnell in Erfahrung bringen. Patientin kann sprechen und ist aufnahmebereit. 2 Minuten später klingelte es. Am anderen Ende war Dr. Jochen. Kurz umrissen, es war ein herrlich blödes Gespräch. Ernsthaft, aber diese Nummer mit Arzt und Patientin hielten wir fast 1 Stunde lang durch und wollten uns danach unbedingt sehen. Und zwar in seiner Praxis. Punkt 19 Uhr sollte ich bei Dr. Kaufmann klingeln.
Und so ließ ich mir die Wanne voll, holte allerlei Zutaten, diesmal verzichtete ich allerdings auf Erdbeeren und Sekt. Falls es noch eine Zahnreinigung oder Schlimmeres geben sollte, dann durfte ich keinen Alkohol im Blut haben, zwecks der Betäubung. Hä? Hatte ich jetzt einen Zahnarzttermin oder ein Date? Nicht so viel denken, wird sich herausstellen. In meinem Smartphone suchte ich nach Dr. Jochen Kaufmann. Seine Homepage war schnell ausfindig gemacht, nur leider gab es so gar keine Bilder von ihm. Entweder war er so schön oder so hässlich? Na, schlimmer als mit Bernd konnte es mit Jochen nicht werden. Alleine, weil er schon so einen herrlichen Humor hat. Schlagfertig und charmant zwischen den Zeilen. Und hey, von einem Mann mit Doktortitel kann Frau doch schon sicher etwas erwarten. Manieren. Prozedere wie eine gute Woche zuvor. Schminken, Föhnen und tralala. Die Wahl fiel diesmal natürlich auf das florale Kleid in den grün- und rosa Farbnuancen und leuchtendem Weiß. Mit edler Spitze und Blumenstickereien und einem kecken Reißverschluss in der hinteren Mitte. Dieses Kleid machte mich schlank, dem eingesetzten Streifen in der Seitennaht sei gedankt. Ohne Ärmel mit passendem Kurzblazer dazu. Et voilà. Genau richtig für einen Frühlingsabend mit Doktorchen. Ich fühlte mich so lebendig und ich hatte so ein gutes Gefühl. Jiha! Pünktlich um 19 Uhr stieg ich aus dem Taxi aus. Ja, ich fuhr immer mit dem Taxi. Zog ich die Möglichkeit alkoholischen Genusses in Betracht, da war ich ganz Vorbild. Ich beäugte die beeindruckende Jugendstilfassade des beeindruckenden Hauses und stöckelte zum messingfarbenen Klingelschild. Aha, hier stand Dr. Kaufmann und darunter auch Schlingel. Der hatte seine Praxis und seine Wohnung 2 in 1. Na, wollen wir doch mal sehen, wie der Schlingel so aussieht. Ich klingelte und unter einem Brrrst drückte ich die große, schwere Eingangstür zur Treppe. An der linken Wand hing ein unübersehbar großes Messingschild Zahnarztpraxis Dr. Kaufmann, 1. Etage. Na, dann wollen wir mal, und ich schritt die ersten Stufen empor. Den Empfang hatte ich mir auch ganz anders vorgestellt. 1. Etage erklommen, klingelte ich. »Stefanie?« brüllte er von einer Etage weiter oben. »Ich komme gleich. Bleib, wo du bist.« Und in dieser Sekunde wollte ich auf dem Absatz kehrt machen. Kam mir irgendwie alles plötzlich ganz komisch und gar nicht mehr lustig vor. Aber diese scheiß Neugierde. So stand ich da und wartete und hatte meine Bernd-Lektion 1 komplett vergessen. Kurze Zeit später hörte ich ihn die Treppe runterrennen. Puh, sorry, da bin ich. Küsschen links und Küsschen rechts. Bitte einzutreten. Galant öffnete er mir die Tür und zog mich förmlich mit seinen Blicken aus. Wow, was für ein Anblick. Ein sehr schönes Kleid an einer noch schöneren Frau. Wenn Frauen so einen Geschmack haben, dann... Während er mit Komplimenten nur so um sich warf, konnte ich meinen Blick gar nicht mehr von ihm lassen. Er sah in seinem weißen Arztkittel zum Anbeißen aus. Nicht nur wegen seiner blendend weißen Zähnchen stimmte bei ihm einfach alles. Schwarze, kurze Haare, ca. 1,85 Meter groß. Schön gepflegte Hände, athletische Figur und sein bildhaft schönes Gesicht. Er hätte gut und gerne der ältere Bruder von Alex Lundqvist, dem Männermodel, sein können. Und so jemand antwortet auf Zeitungsinserate? Gut, ich sah jetzt auch nicht gerade hässlich aus und dennoch hatte ich selber eins aufgegeben. Ich konnte es nicht fassen, wie toll er aussah. Am liebsten hätte ich mir das Kleidchen hochgerissen und ihm mal gehörig gezeigt, wie und wo eine Frau so alles absaugen kann. Die Pferde gingen mit mir durch. Und schon kamen mir gleich wieder ganz andere Bilder in den Sinn. Stefanie, reiß dich zusammen. Das Kleid bleibt da, wo es ist. Er zeigte mir alle Räumlichkeiten. Seine Praxis hätte glatt als kleine Privatklinik durchgehen können. Und wie es sich so gehörte, war natürlich alles auf Hochglanz gewischt, gewienert und poliert. Der typische Desinfektionsmittelduft störte mich nicht, aber ich musste tunlichst auf jeden meiner Schritte aufpassen. Wie auf Schmierseife lief ich, und so hörte sich das auch an. Quietsch, quietsch, quietsch.
Er bemerkte, dass ich, statt darauf zu schauen, was er mir alles so zeigte und erklärte, lieber den Blick gen Boden warf. Ja, normalerweise bekommen meine Patienten auch beim ersten Mal gesagt, dass sie am besten Turnschuhe anziehen. Am allerbesten weiße. Ansonsten gibt es auch spezielle Überzieher. Aber über deine schicken Pumps wollte ich natürlich nicht so etwas Unästhetisches stülpen. Er lächelte, und mir klopfte das Herz. Er war ein Traum von einem Mann. Soll ich mir mal deine Beißerchen anschauen? Bist du bereit, dich auf meine Liege zu betten und dich mir anzuvertrauen? Klar war das ja so im Spaß ausgemacht, aber irgendwie fand ich das jetzt doch befremdlich. Du kannst dir ja natürlich nochmal deine Zähnchen vorher putzen, falls du das noch nicht gemacht hast. Dabei schaute er mich sehr musternd an, und ich antwortete prompt: Natürlich habe ich meine Zähne geputzt. Dann ist ja gut. Also? Er zeigte auf den Behandlungsstuhl des Zimmers 01. Findest du das jetzt auch so ein bisschen komisch, oder meinst du das jetzt ernst? Wieso komisch? Ich dachte, wir waren uns einig. So könntest du auf Tuchfühlung gehen und ich schon mal schauen, wie du dich so hegst und pflegst. Das ist mir sehr wichtig. Die Hygiene als solche. Oben und unten herum. Dabei lachte er so herzerfrischend, ich konnte gar nicht anders, als ihm zu folgen und mich ihm auszuliefern, und machte artig den Mund auf und nach eingehender Prüfung meiner Zähne kam er zu dem Ergebnis: Alles tippitoppi, ein fabelhaftes Gebiss. Bravo. Dann können wir uns ja auch küssen. Wieder lachte er so charmant hinter seinem Mundschutz, dass ich damals nur glauben konnte, es sei alles eine Art Insiderwitz à la Zahnarzt. Er half mir vom Stuhl, ließ mich draußen auf einem anderen Platz nehmen und putzte und desinfizierte erstmal alles gründlich, stellte so ein Gerät zum Sterilisieren, wie er es nannte, an, und ich hatte großes Glück, dass ich nicht auch noch da hineinkam, da ich zu groß war. Ein Spritzerchen hier und da. Meine Hände sollte ich auch gleich noch desinfizieren, und dann lud er mich eine Etage weiter nach oben in seine Wohnung ein. Ich kenne da einen kleinen, idyllischen Italiener, muss mich natürlich vorher noch umziehen. Willst du derweil hierbleiben oder lieber mit mir nach oben gehen und dort warten? Natürlich war ich neugierig, wie er so wohnte, und ging hinter ihm die Stufen empor. Beim Betreten wusste ich nicht so recht, ob wir seine Praxis gar nicht verlassen hatten, da mir ein ähnlich steriler Anblick und Geruch entgegenkam. Weiße Wände, weißer Marmorboden, alles glänzte und blitzte, und das, was nicht weiß war, war chrom und glänzte auch. Selbst seine sogenannten Kunstgemälde an den Wänden waren weiß getüncht und chromfarben umrahmt. Gut, jedem sein Spinnerchen. Langsam hatte ich Durst. Er versicherte mir, er würde ihn nicht lange benötigen, und ich sollte doch schon mal an der Bar, ebenfalls weiß, auf dem Hocker mit den Kissen, ebenfalls weiß, Platz nehmen. Ich tippte wortlos mit dem linken Zeigefinger auf meine Pumps, und er antwortete: Ach ja, es ist besser, du bleibst vielleicht stehen. Ich wollte mich eigentlich gerne woanders hinsetzen, aber gut, ich blieb stehen. Es sollte ja nicht lange dauern. Dauerte es zu meiner Überraschung auch nicht. Ich hörte das Wasser aus einem Hahn rauschen und typische Zahnputzgeräusche. Nach 5 Minuten kam er freudestrahlend aus dem Badezimmer, in seiner linken Hand eine cognacbraune Herrentasche, passend zu seinen cognacbraunen Schnürschuhen, die so blitzten, gut und gerne hätte ich mich darin spiegeln können. Und überhaupt sehr passend zu seinem kompletten Outfit, welches ich nun, da er seinen Arztkittel abgelegt hatte, so richtig bestaunen konnte. Ja, auch er hatte einen sehr guten Geschmack. So, wir können. Er legte mir seine Hand auf den Rücken, und wir verließen den weißen Funkelpalast, stiegen in ein Taxi, und ich hatte es fast befürchtet, stiegen am Belavo aus. Nein, oh doch, nein, oh doch, riefen 2 Stimmen abwechselnd in meinem Kopf, und dann schaltete sich mein Herz dazu. Ruhe da oben, wir gehen jetzt da rein. Pablo hatte heute offensichtlich keinen Dienst, was mir sehr lieb war, und so wurden wir vom Chef des Hauses persönlich zu unserem Tisch gebracht.
Die Herren kannten sich anscheinend und wechselten einige Worte über die Notwendigkeit von Zahnseide und vereinbarten auch gleich einen Termin für Montag. Die Weinkarte war mir vertraut und so beäugte ich die Handvoll angepriesenen Speisen und entschied mich für Gnocchi mit Gorgonzola-Soße und Spinat. »Hast du gewählt?« fragte er mich. Ich nickte, und als ich kundtat, für was ich mich entschieden hatte, erhielt ich als Antwort: »Spinat? Na, da hast du dir ja was Feines ausgesucht. Ich habe aber für dich auch gleich eine Einwegzahnbürste mit eingepackt.« Dabei deutete er auf seinen Herrenschwenker am Stuhlsitz. Ja, danke.« Etwas irritiert über diesen Einwand freute ich mich über den Rotwein und musste in diesem Augenblick an das Fressschweinchen Bernd denken. Jochen erzählte mir dann etwas von seiner früheren Zeit als Bodybuilder und rückte dabei ständig das Besteck auf Kante. Die Gläser, Salz- und Pfeffermühle standen auch nie akkurat da. Die Tischdecke hatte auch viel zu viele Falten, und mit der flachen Hand schob er diese ständig glatt, und ich schob derweil diese Eigenart auf seine Nervosität. Auch bildschöne Männer wie er dürfen aufgeregt sein. Ich lauschte seinen Worten. Seine schöne Stimme war wie Balsam für meine Ohren. Das Essen ließ noch eine Weile auf sich warten. Heute war das Lokal auch rammelvoll. Dann war er beim Thema Kleidung und dass er da sehr viel Wert auf eine gute Garderobe legte. Dabei holte er sein Handy heraus. Ich dachte schon, um mich zu fotografieren. Stattdessen knipste er ein Foto von sich und kontrollierte so, ob seine Krawatte noch gerade hing. »Weißt du, nichts ist schlimmer für mich als Dreck. Tiere machen sehr viel Dreck und Kinder. Daher kommen mir diese auch nicht ins Haus. Alleine die ganzen Bakterien und Keime. Also, falls du irgendwas geplant hast in Sachen Familienzuwachs, mich gibt es nur alleine. Schließlich hat eine Frau an meiner Seite schon genug mit mir zu tun.« Ich musste schmunzeln. So etwas sagt ein Mann doch nur, wenn die Frau ihm gefällt. Schön, denn er gefiel mir auch, und zwar sehr. Alleine sein Anzug in einem changierenden Mitternachtsblau waren von sehr edler Qualität. Noch nie hatte ich einen Mann an meiner Seite, der so schick, so gepflegt war. Er aß genüsslich sein Steinpilzrisotto und ich aß lustvoll den Gnocchi-Sahnekäse-Spinat-Traum. Schön, dass du so einen gesunden Appetit und Freude am Essen hast und dass das deiner Figur überhaupt nicht schadet. Hat man selten. Zeugt von Leidenschaft. Er schmunzelte. Und ich, da mundvoll, konnte über sein Kompliment nur verzückt lächeln. Als die Teller leer waren, erhob er sich mit einem »So, magst du mir gleich zu den Waschräumen folgen?« auf, griff seine prall gefüllte Herrentasche, und ich nahm noch schnell die Serviette, tupfte ganz ladylike meine Mundwinkel ab und tat es ihm gleich und stand auf. Da schritten wir nun hintereinander an den Tischen vorbei, er machte eine Kopfbewegung, die Maestro offenbar verstand, und an den Toiletten angekommen, öffnete er seine geheimnisvolle Tasche und holte für jeden von uns eine eingeschweißte Einwegzahnbürste heraus. »Was hast du da eigentlich noch alles drin versteckt?« fragte ich ihn neugierig. Er lugte hinein und zählte auf. »Gut, dass du fragst. Hier, Zahnseide, die hätte ich dir fast vergessen mitzugeben, schenke ich dir. Habe 2. Dann noch 6 Einwegzahnbürsten, Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel. Eine Fusselrolle und, ja, das war es soweit.« »Einweghandschuhe? Für einen Notfall?« Ich zwinkerte ihm zu. Er zwinkerte zurück. »Ja, für den Notfall, dass ich mein öffentliches Klo aufsuchen muss, um mein Geschäft zu verrichten. Dafür auch das Spray. Kam noch nie vor, aber ich bin für den Ernstfall gewappnet.« Viel zu viel Information auf vollem Magen. Okay, na, dann werden wir uns jetzt mal um unsere Mundflora kümmern. Ich hielt die Zahnbürste nach oben, er die seine, und jeder von uns verschwand hinter der richtigen Geschlechtertür. Während ich mir so mein Mäulchen putzte und mit Zahnseide auch schön jedes Zähnchen einzeln säuberte, fragte ich mein Spiegelbild, ob ich mit so einem peniblen Mann überhaupt zusammen sein konnte. Und wollte? Schönheit hin und Schönheit her. Mein Spiegelbild zuckte mit den Achseln.
Ich fletschte die Zähne, legte nochmal Lipgloss nach und war bereit für die Nachspeise. Normalerweise hätte man sich erst am Ende die Zähne putzen können, aber der Herr Zahnarzt wird schon wissen, was er da macht. Ich trat vor die Türe. Jochen war noch nicht da, und so ging ich schon mal zu unserem Tisch zurück. Dort saß er auch nicht. Weitere 5 Minuten später kam er dann. »Na, zeig mal, alles sauber bekommen?« Dabei verzog er seine Mundwinkel in die Breite und zeigte mir seine weißen Zähne, und ich tat es ihm, diese Mimik war ansteckend, gleich. »Wunderbar, dann können wir ja zum Dessert übergehen, oder bist du schon satt?« Es gab eine Überraschung des Hauses, eine schokoladige Sünde mit Blattgold auf das Allerfeinste in Szene gesetzt und saulecker. Am besten fand ich unser Schweigen während des Essens, so konnte man sich ganz auf die Geschmacksexplosionen auf der Zunge konzentrieren. »Espresso?« Ich nickte und hielt dabei die Augen geschlossen. Jochen bestellte »Due Kaffee«, und bevor diese unseren Tisch erreichten, musste ich wieder mit ihm aufstehen und meine Zähne putzen. Langsam wurde es mir zu bunt. Die anderen Gäste schauten schon komisch, dachten vielleicht, wir trieben sonst etwas im WC. Wenn die alle wüssten, was ich vor einer Woche mit Pablo hier getrieben hatte. Oh Mann. Und ich kicherte vor mich hin. Dann bekam ich wieder eine eingeschweißte Bürste für die Zähnchen in die Hand gedrückt. »Die Zahnseide hast du ja noch.« Und ab ging es wieder zu den Waschbecken. Ja, ein schönes Mundgefühl ist das schon. Ich leckte mir die vorderen Beißerchen und platzierte mich wieder, um erneut 5 Minuten auf mein Date zu warten. Kaum war er da, kamen auch schon Espresso 1 und Espresso 2 angeflattert. »Was ist?« Dr. Jochen schien sichtlich irritiert darüber, dass ich die kleine Tasse lustlos hin und her drehte und nicht daran dachte, an dieser zu nippen. »Wenn ich gleich nach dem Zähneputzen einen Kaffee trinke«, antwortete ich, »dann nimmt der Minzgeschmack der Paste mir den Geschmack des Kaffees.« »Echt? Das stört mich überhaupt nicht.« »Ja, wahrscheinlich waren deine Geschmacksnerven auch schon überputzt, aber diese Bemerkung verkniff ich mir. Schließlich wollte ich noch einen schönen harmonischen Ausklang des Abends.« Die Rechnung kam und darauf waren, das kannte ich ja schon, 2 große Nougat-Herzen, auf die er und ich aber verzichteten. Ich, weil ich keine Lust hatte, mir ein weiteres Mal das Mäulchen zu polieren. »Willst du die 2 haben?« Dabei hob er seine linke Augenbraue. »Die können das Dessert aber nicht übertreffen.« Aha, ihm schmeckten sie nicht. Charmant ausgedrückt. Nein, danke, ich bin voll und ganz zufrieden.« Dabei streichelte ich mein Bäuchlein und er lächelte. Ach, und wie er lächeln konnte. Von mir aus sollte er sich 101 Mal am Tag die Zähne putzen, mir doch egal. Sein Lachen, seine Stimme, seine Manieren, sein Körper, sein ganzes Mannsein überragten um Längen diese kleine Macke, dachte ich mir so. »Wollen wir noch zu mir auf ein Glas Wein? Oder möchtest du noch etwas spazieren gehen?« Er nimmt meine Hand und gibt mir einen perfekt einstudierten Handkuss. »Mit diesen Schuhen möchte ich eher nicht in der Dunkelheit umherstöckeln. Also bleibt noch Variante 1. Ich gehe aufs Ganze. Was soll's? Somit weiß ich gleich, ob wir im Bett überhaupt harmonieren. Auf diese ganze wochenlange Sich-treffen-Vorspielnummer habe ich keine Lust und er, bei seinem Terminkalender, auch keine Zeit. Also, gut, ich freue mich, da du mich olfaktorisch also schon mal gut leiden kannst, oder wie war das?« Wir lachen und er winkt ein Taxi heran. Eingestiegen und losgefahren. Oben in seiner Wohnung angekommen, betraten wir den mir bereits bekannten Funkelpalast. Er half mir aus meinem Jäckchen, hing es an der Garderobe rechts von der Eingangstür auf und besprühte dieses. Ich schüttelte nur leicht mit meinem rotgelockten Köpfchen. Es fehlt jetzt nur noch, dass ich solche Überzieher bekomme für meine Füße und meine Haare. Wenn er das macht, dann... Aber falsch gedacht. Er entschied sich stattdessen dafür, erstmal seinen teuren Anzug mit der Fusselrolle zu reinigen und hing sein Jackett auf und besprühte es ebenso. Immerhin, wie meines, und führte mich einige Meter weiter über seinen weißen Marmorboden. Dass ich diesen überhaupt mit meinen Straßenschuhen betreten durfte, seine hatte er allerdings auch noch an. Vielleicht sollte ich ihn in Sachen Keimbelastung nochmal aufklären.
Noch ehe ich innerlich zu Ende kichern konnte, forderte er mich galant, aber bestimmt dazu auf, mich an dieser Stelle von meinen Schüchen zu trennen. Auch er zog seine aus, die Socken gleich mit, herrlich gepflegte Männerfüße kamen zum Vorschein, und dann ging es durch eine Schwingtür. Ich kam mir vor wie in einem Operationstrakt. Dies hier war wohl die erste Entkeimschleuse, und nun folgte die zweite. Dieser Bereich hier ist privat. Wie meinen? Stutzte ich. Also, meine Gäste halten sich eigentlich nur im Trakt 1. Da stehen ihnen die Bar, das Gästebad und eine Sofa-TV-Landschaft zur Verfügung. Die hattest du ja gesehen. Hinter der Schwingtür befindet sich Trakt 2. Mein Bereich und der meiner Partnerin. Hier auf der linken Seite, da kannst du auch gleich hineingehen, befindet sich das große Badezimmer. Daneben sind 2 geräumige WC-Bereiche. Einen für dich, einen für mich. So viel Luxus darf dann schon sein. Hier gleich rechts geht es in mein Büro. Da vorne findest du das Wohnzimmer und gerade hin ist die Spiellandschaft. So, jetzt mache dich erst einmal frisch und ich suche für uns einen edlen Tropfen. Möchtest du einen Weißwein oder lieber Champagner? Er wartete noch meine Antwort ab, die da lautete, das überlasse ich ganz dir, und ging davon in Richtung Küche. Irgendwie schienen die in der Luft hängenden Putz- und Desinfektionsnebel mein Hirn lahmgelegt zu haben. Denken konnte ich nicht mehr, denn ich kam seiner Waschorder artig nach. Er klopfte an die Badezimmertür. »Deine Handtücher findest du rechts vom Waschbecken und schlüpfe am besten gleich in einen Bademantel. Diesen findest du im linken Spiegelschrank unten. Falls dir nochmal der Sinn nach Zähneputzen steht, sind im Schieber unterhalb des Wandspiegels genügend. Viel Spaß!« Ja, Spaß hatte ich, und wie. Aber irgendein Schalter war in meiner Birne umgelegt, von Denken auf Nicht-Denken. Und ich tat alles so, wie mir geheißen. Fertig geduscht, geschrubbt und alles ordentlich nachgetrocknet und die benutzten feuchten Handtücher wie in einem Hotel ins Waschbecken abgelegt, kam ich gar nicht dazu, mir diesen Wellness-Luxustempel genauer anzuschauen. Auch da ward alles vom Feinsten und funkelte ebenfalls in silberchrom-weiß. In einen kuschelig weißen Bademantel gehüllt, betrat ich den Flur des Trakts 2 und wurde von ihm bereits erwartet und inspiziert. Fast wollte ich ihm schon meine Fingerchen unter die Nase halten, so wie früher bei meiner Mami. »Schau, alles ist sauber.« Brauchte ich aber nicht. Sein Lächeln gab mir zu verstehen, dass er zufrieden war. Ich wusste nicht, wohin mit den benutzten Handtüchern und habe sie derweil ins Waschbecken gelegt, Kleid und Unterwäsche ebenso. Ein noch zufriedeneres Lächeln huschte über sein wunderschönes Gesicht. »Kein Problem, ich kümmere mich darum.« Er reichte mir eine Schale prickelnden Champagners. »Ich muss auch noch mal ins Bad. Mach es dir in der Zeit gemütlich, in der Wohnküche oder...« Dabei äugte er verschmitzt gen Schlafzimmer. Vorfreude kroch an den Innenseiten meiner Oberschenkel empor, und ich erwiderte kess, steige du erst mal unter deine Luxusdusche und lass dich überraschen. Am liebsten wäre ich mit ihm mitgegangen, aber irgendwie dachte ich mir, dass das sicher gegen den ordnungsgemäßen Hygieneablauf im Hause Dr. Kaufmann verstießen hätte. Und so trank ich genüsslich meinen Champagner und räkelte mich auf dem weißen Bett. Das Duschwasser plätscherte, und als mein Glas alle war und ich mir wirklich viel Zeit gelassen hatte, hopste ich vom großen King-Size-Bett, lief über den beheizten Marmorboden, und in der Wohnküche angekommen, sah ich mich kurz um. Alles spiegelblank und das Teuerste vom Teuersten. Doch wo stand der Champagner? Da sah ich ihn in einem extra eingebauten Kühlfach neben dem Kühlschrank und schenkte mir ein weiteres Glas ein und lief langsam, um nur nichts zu verschütten, zurück. Da bemerkte ich eine Packung Feuchttücher in der Nachtkonsole. Wunderbar, dachte ich bei mir, so konnte ich das Glas erstmal auf der Glasplatte des Schränkchens neben der Designerleuchte sorglos abstellen und kurz verschnaufen. Was für eine Aufregung. Stefanie, erst einmal durchatmen. In der ganzen Zeit war ich so darauf bedacht, ihm zu gefallen, und ja, kein Spinat zwischen den Zähnen, kein Fleck, keinen Glasrand, kein Staubkorn zu hinterlassen. Das war ermüdend, und ich ließ mich nach hinten auf die Kissen plumpsen und betrachtete die Decke, komplett verspiegelt. Nicht schlecht, Herr Dr. Specht. Ich schaute auf die leise tickende Wanduhr.
20 Minuten wartete ich bereits auf ihn und das Duschwasser lief und lief. Wird doch nichts passiert sein. Würde er, 22:20 Uhr war es bereits, 23 Uhr immer noch unter der Dusche stehen, müsste ich nach dem Rechten sehen. Kein Mensch duscht 1 Stunde. Auch keine 20 Minuten. Kein Mensch, den ich bisweilen kannte. Endlich schien sich etwas zu tun. Der Wasserlauf war nicht mehr zu hören. Ich vernahm ein Räuspern. Ganz schön hellhörig hier. Ruhe. Jetzt klang es danach, als würde er etwas polieren. Womöglich die Dusche? Ruhe. Erneut wurde das Wasser aufgedreht. Aber dieses Mal klang es nach Waschbecken. Und dann, putzte er sich die Zähne. Mann, oh Mann. 22:30 Uhr zeigte die Uhr und meine inneren Lusthormone schliefen langsam ein. Und ich auch. »Hallo, schöne Frau«, hauchte er mir mit einem Minz-Kokos-Odem ins Gesicht. Ich öffnete die Augen und sah seinen funkelnden Blick, der mir doch noch eine aufregende Nacht versprach. Es war 23:30 Uhr und ich umarmte ihn mit den Worten, »Na, endlich«. Der Rest ist schnell erzählt. 23:35 Uhr stieg er von mir ab, winkelte mit meinem Bademantel das gebrauchte Kondom ein und verschwand in der Küche. Stolzierte am Bett auf und ab, den Fußboden nach Dreck absuchend und verschwand wieder und kam mit einem Handstaubsauger zurück. »Steh doch bitte mal kurz auf, Stefanie.« Und dann ging es los. Zuerst wurden die Kissen, die Bettdecken, das Bettlaken abgesaugt. »Einer der stärksten seiner Klasse.« Er meinte den Sauger in seinen Händen. Danach steckte er eine Art Gummiaufsatz auf den Saugschlitz und machte es dem Boden so, wie er es mir mal besser besorgt hätte. Regungslos stand ich da und kam mir vor wie in einem schlechten Film. Klar, ich hätte weggehen können, aber ich getraute mich nicht, Trakt 2 auf eigene Faust zu verlassen. Und so blieb ich besser da, wo ich stand. Als er fertig war, es war fast 24 Uhr, fragte er mich, »Möchtest du hier übernachten? Wäre strategisch auch leichter für mich.« Ich schaute ihn mit großen Augen an. Dieses fasste er als ein Ja auf und forderte mich auf, »Öffne doch mal bitte die Schublade deines Nachttischleins.« »Meines? Das klang ja so, als wäre ich bei ihm eingezogen.« Wie gewünscht, öffnete ich die Lade, schaute hinein und schaute ihn dann wieder mit großen Augen an. »Ja, nur zu. Zieh dir eine raus und einfach überstülpen.« Ich griff hinein und hielt eine weiße Haarhaube, einen Überzieher für meinen Kopf in den Händen. Er nickte und zog an seiner Nachttischschublade und hielt stolz ein ebensolches Ding in seiner Hand. »Partnerlook. Hier, so setzt man die auf.« Gott, wie beschissen er aussah. Das hier ist doch versteckte Kamera. Innerlich brüllte ich vor Lachen. Dann nahm er die Feuchttücherpackung, zog ein Tüchlein heraus. »Bio. Sanft reinigend und problemlos auch für Schleimhäute.« Bitte was? Ich war mit dem Aufsetzen dieses Haubemonstrums noch beschäftigt und verstand nicht recht. »Hier, schau her.« Er nahm ein Tüchlein und rieb damit seinen Schwanz ab. »Diesen Feuchtgummis vertraue ich nicht. Wer weiß, was da alles so drin ist. Vielleicht schiebst du dir auch besser eins rein.« Und er warf mir die Tücherpackung vor die Nase. Sehr liebevoll und aufmerksam, dachte ich bei mir, und artig sagte ich, »Danke.« Langsam überkam mich das Gefühl, mit einem Hi-Psi, einem Hygienepsycho zusammen zu sein. Da hieß es jetzt Nerven bewahren, einschlafen und sich am nächsten Morgen höflich verabschieden und alles so mitmachen, als wäre es das Normalste der Welt. Und so kam es, dass wir beide am nächsten Morgen von Angesicht zu Angesicht erwachten und beide aussahen wie die Großmütter vom bösen Wolf. Diese Haarhauben saßen wie eine Eins. Wie konnte ein so schöner Mann nur so eine Meise haben? Mein Gehirn war zurück. Endlich. Selbst sein Schwanz versprach nur optisch Großes, aber mehr als ein schöner Schein war da nicht. »Stefanie, spürst du mich?« Meine gute Erziehung verbot es mir eigentlich zu lügen, aber in diesem Falle musste ich es. »Oh ja, und wie?« Dabei erinnerte ich mich an die Worte einer früheren Freundin, die mich darüber aufklärte, dass es verschiedene Hodenarten und Penisgattungen gab.
Dieser war eindeutig ein sogenannter Fleischpi, sah gewaltig aus, blieb aber fleischig schlapp. Oh Gott, diese Zeitungsannoncennummer hatte mir wirklich sehr viel gebracht. Einmal mehr, dass ich in Zukunft besser meiner Neugierde, meiner Intuition Platz machen und dieser folgen sollte. Und vor allen Dingen musste ich mir endlich meine erste Regel merken. Nummer 1. Egal wie hübsch der Typ ist, wenn er dich warten lässt, dann geh. Verfluchte Scheiße. Gehen war ein sehr gutes Stichwort. 6:37 Uhr war es und ich musste mich sputen, rechtzeitig nach Hause zu kommen und dann nix wie ins Büro. Ich stand mit einem Ruck auf, warf diese bescheuerte Haube von mir, und zwar geradewegs neben ihn aufs Bett, schüttelte mein Haar kräftig mit meinen Händen durch, ging in die Knie, ließ mich langsam nach hinten fallen und rutschte splitterfasernackt über den Marmorfußboden und sang dabei »Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Doktorlein«. Er saß mit offenem Mund auf dem Bett und sah mir zu, wie ich schöne Schmierstreifen auf seinem Quietscheboden hinterließ. »Wo sind meine Klamotten?« fragte ich ihn, während ich vor seinen Augen rücklings über den Marmor rutschte. »Quietsch, quietsch, quietsch.« Also das Kleid und deine Unterwäsche hängen vor der Schwingtür über dem Stuhl. Deine Schuhe stehen darunter.« »Sehr schön«, lobte ich ihn und schwamm wie ein Frosch auf dem Rücken, laut quietschend auf seinem Hochglanzmarmorboden auf und davon. Schnappte mir meine Klamotten, meine Pumps und glitt durch die Schwingtür in Trakt 1. Diesen entsetzten Gesichtsausdruck werde ich nie vergessen. Und er machte auch überhaupt keine Anstalten, mich anzuschreien, mir hinterherzurennen oder gar so richtig durchzudrehen. Womöglich dachte er, die ist ja noch bekloppter als ich. Und egal wie, Hauptsache die verschwindet, und zwar schnell. Auch von Hüpsi hörte ich nie wieder etwas. Komisch. Diese Erfahrungen musste ich erst einmal verdauen. Und wie es so ist, wenn du überhaupt nicht mehr daran denkst und loslässt, dann erscheint er plötzlich. The one and only. Knapp 4 Wochen später musste ich zu einem Kongress nach München fliegen. An diesem Morgen war es arschfinster und es regnete in Strömen, und ich hatte so gar keine Lust. Musste aber. Und so nahm ich mir das bereits am Vorabend gepackte Köfferlein, zog meinen neuen roten Trenchcoat über und öffnete die Haustüre, spannte den Automatikregenschirm auf und Pam! Aua! An diesem Morgen hatte ich meinem Traummann beinahe ein Auge ausgestochen. Warum haben Regenschirme Metallspitzen? Saugefährlich. Das sind Waffen. Der wäre mir sicherlich beim Check-in von der Security abgenommen worden. Dazu kam es aber gar nicht. Ich musste erste Hilfe leisten. Eine blutige Angelegenheit. So ist zwischen Nasenbein und Augenhöhle ja nicht viel Spielraum. Mein Taxi stand bereits da und ich ließ es mir nicht nehmen, Frank ins Krankenhaus zu begleiten. In der Notaufnahme hielt ich Franks Hand und schaute in seine blauen Augen, die er von Natur aus hatte. Gut, das eine war jetzt blau-rot untermalt. Unabhängig davon war ich sofort verknallt und mehr als das. Mein Herz pochte wie verrückt. 7 Stiche waren nötig. Er war ja so tapfer. Nachdem der Arzt mit dem kleinen Eingriff fertig war, entschuldigte ich mich kurz bei ihm und ging vor die Türe der Notaufnahme. Zuerst cancelte ich meinen Flug, dann rief ich meinen Chef an, berichtete wahrheitsgemäß und er verstand, eindeutig ein Wink von oben. Nur ein Vierteljahr später hielt Frank um meine Hand an. Ja, so ist das Leben. Ach ja. Wir ließen uns mit dem Austausch von Körperflüssigkeiten viel Zeit. Du bist mir viel zu wichtig und ich möchte es langsam angehen. Das waren seine anfänglichen Worte. Ich dachte schon, es war den Nachwirkungen der örtlichen Betäubung geschuldet. Er meinte es aber sehr ernst damit. Von ihm hörte ich auch das erste Mal etwas über Telegonie. Ende. Nachwort. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie hatten so viel Freude beim Hören wie ich beim Schreiben dieser weiteren Geschichte über die Liebe. Oder das, was man dafür gehalten hat. Humor ist eine wunderbare Möglichkeit, um schwierige Themen anzusprechen und um uns selbst und andere nicht allzu ernst zu nehmen. Das Leben ist voller Überraschungen und Wendungen. Manchmal ist das Beste, was wir tun können, darüber zu lachen. Was bleibt uns auch anderes übrig? Ihre Romy van Marder.